Hallo Freunde, herzlich willkommen zu unserem Nordkap-Abenteuer. Wo Abenteuer wahr werden und der Wind seine eigenen Pläne hat. Heute sind wir am Nordkap angekommen, voller Freude, aber der Wind hat andere Ideen. Der geplante Drohnenflug musste aufgrund des stürmischen Wetters abgebrochen werden. Aber kein Problem, wir machen das Beste daraus. Also auf zum berühmten Globus. Wir hoffen, dass das Wetter mitspielt und wir trocken bleiben. Ein paar Fotos hier, ein paar Aufnahmen da. Der Blick auf der Landschaft ist atemberaubend. Aber das Wetter wird schlechter, also ab ins Museum. Ich habe bereits Karten am Eingang gekauft und stehen nun vor zwei Trollen, die nach draußen schauen. Die Leute hier haben Humor. Im Nordkap Museum erfahren wir alles über die Ereignisse am Nordkap von 1940 bis 1945. Jetzt wird's richtig interessant. Durch einen Tunnel gehen wir zurück in die Vergangenheit. An den Wänden sehen wir die ersten Expeditionen zum Nordkap. Besuche die Kapelle und sogar einen Raum für den König von Seim mit Bildern. Wir erreichen die Cave of Light und hier erfahren wir, wie alles seit 1553 am Nordkap begonnen hat. Souvenirs dürfen natürlich nicht fehlen. Karten, Tassen und warme Socken werden gekauft, damit wir uns später an unsere Abenteuer erinnern können. Draußen besuchen wir das Denkmal der Kinder der Welt.
das Freundschaft, Zusammenarbeit, Hoffnung und Freude über alle Grenzen hinweg symbolisiert. Zurück beim Wohnmobil bekommen wir Besuch von Rentieren, die wohl wissen wollen, wer die coolen Leute mit das Wohnmobil sind. Vielleicht sind es auch Follower unserer Reise. Und dann, meine Freunde, die Kirsche auf die Nordkapkuchen, Zeitpolarlichter. Die Natur bietet uns eine grandiose Lichtshow zum Abschluss dieses Tages. Die Morgenstund hat Drohnenflug im Mund. Wir haben noch kein Bilder von Don hier am Nordkap. Also nehmen wir den Don und die Drohne mit zum Globus, wo der Drohne nochmal abhebt. Bilder und Aufnahme vom Nordkap. Check. Wir verlassen das Nordkap mit einem Haufen echtem nordisches Wetter und ein mulmiges Gefühl im Bauch. Aber hey, die Abenteuerlust ruft. Und es geht weiter Richtung Senja. Wir machen noch einen kurzen Stopp ins Karlsvak und in Hönningsvak. Hier frühstücken wir mit Blick auf ein Kreuzfahrtschiff. Und dann geht's weiter. Moment mal, Schweinswale, die sind ja auch auf Reise. Für die krönende Abschluss ein Stellplatz mit einem super Angelplatz, an dem jeder Wurf ein Treffer ist. Aber haltet euch fest, im nächsten Video erreichen wir Senja, laufen an einem wunderschönen Strand entlang, angeln an einem besonders schönen Stellplatz, treffen erneut auf Schweinswale, eine majestätische junge Seeadler und natürlich, wie könnte es anders sein, erleben wir abends wieder die faszinierenden Polarlichter. Seid gespannt auf die Fortsetzung unseres nordischen Abenteuers.